Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part der Let's Play the Technomancer. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir uns ein Artefakt aus einem Dom geholt, der mal wieder mitten in der Wüste stand. Wir haben diesen zurückgebracht, doch unglücklicherweise können wir dort die Aufzeichnungen nicht entziffern. Wir wollen nun den Della fragen, ob er vielleicht einen Technomancer kennt, der das kann. Denn der einzige, den wir kannten, der ist ja verstorben. Das war ja der große, unser Lehrmeister Ian. Ja, dazu haben wir hier noch uns weiter rumgehört über hier die AC-Präsenz hier in Noctis und haben wir einige Spuren, doch diese können wir nicht alle alleine überwachen, deswegen bitten wir nun unsere Technomancer-Freunde um Hilfe. Greetings, Zachariah. I'm gonna need everyone's help. ASC's infiltrated Noctis, and as you already know, that's not a good thing. We just got away from them. Why can't they just leave us alone? What? What do you want us to do about it? Most of us are terrified of them. They're immune to our powers. I understand your frustration and your fear. I wasn't there, and don't even want to imagine what they put you through. But we don't back down from fear. We're military. We fight. And I will be damned if we will back down from a few fucking ASC spies with lightning rods. I hope you can see our secrets at risk. But I agree, the best defense is a strong first attack. If we hide and wait for them, we put our secret even more at risk. So what do you propose we do? From what I can tell, the spies have weaseled their way into 3 groups. But we can't move until we know which members are from the ASC. Moles disguise themselves as mercenaries, religious zealots, and even merchants. Then I'll dispatch some eyes to keep tabs on those groups. Thank you. You know how lucky we are that your Technomancer friends are gonna help us? It's terrifying to know how many groups were infiltrated. The damage they could do could bring Noctis to its knees. You really think Victor's gunning for control of the city? He just thinks it's an obstacle he can eliminate with the sweep of a hand. Then he's misjudged the size of the obstacle. We're a lot stronger here than he could possibly imagine. Zachariah, what can I do for you? They found some ancient documents. Looks like they date back to the settlers, but they're written in a language I can't read. And I thought you Technomancers were so well versed in our old dialects. Maybe in Aurora. In Abundance, we're soldiers first and last. We learned some colonial knowledge during training, but the languages are barely taught. The Great Master was the only one who had that kind of knowledge. So now you need a Technomancer from Aurora to translate. I might know of someone, a renegade of sorts who left Shadowlayer to become a hermit. Word was, though, your former comrades captured him. If he managed to hide what he was, he's probably a captive in one of their forced labor camps. Then getting to him won't be easy. Exactly. But if you want your document translated, you might just have to find a way. I'm looking for my friend Scott. He just disappeared. Any idea where he could have gone? Can't say that I have. He's not at the caravansary, though. If you want, I can check with my informants. Might have joined the caravan that just left, though. Your pal looked like he was missing Ophir, honestly. Then again, maybe he was kidnapped. Never can tell. Just let me know if you hear anything. I need to find him. Thanks for the help. My pleasure, as always. Scott ist verschwunden? Wieso? Ich habe davon bis jetzt noch nichts mitbekommen, aber das stimmt, irgendwie haben mir die blöden Sprüche ja die ganze Zeit gefehlt. Ja, da war schon sowas. Ja gut, was machen wir nun? Eigentlich können wir bis jetzt überall nur warten, so wie es aussieht. Ist natürlich sehr gut. Ist natürlich super gut. Wir könnten neue Nebenquests annehmen. Und ansonsten weiß ich leider nicht, was wir machen können. Wir müssen doch jetzt im Endeffekt, so wie ich das sehe, jetzt erstmal warten, bis irgendjemand hier mal Fortschritt zeigt. Entweder der hier, der einen Scott findet, oder hier die Technomancer, die irgendwas sagen können. Wir schlafen jetzt einfach ein bisschen. So. Gut, schlafen wir nochmal. Bis morgen. Genau. So, es war ein Tag. Und jetzt habt ihr doch schon sicher was rausgefunden, oder? Good morning, Zachariah. Our brothers are still at their stakeout. But if you need any help, just let me know.
Okay, dann machen wir das gleiche Prozedere nochmal. Schlafen jetzt mal bis zur Nacht. So, das waren jetzt 24 Stunden, ne? Mehr sogar. Dann sollten die doch etwas sagen können, oder? Good morning, Zachariah. Es ist Abend. Es ist doch Abend. Warum sagt er dann, na hier, guten Morgen. Gut, dann habe ich noch eine andere Idee und zwar, dass wir jetzt einfach mal dorthin gehen, wo sich, genau hier. Theoretisch, das war doch einer der Händler hier. Okay, da steht aber niemand. Na. Von euch blöden Händlern. Die haben ja die ganze Zeit diese blöden Teile für den Rover verkauft, Mann. Die waren so super, super teuer. Deswegen mag ich keinen dieser Händler in der Stadt, Mann. Ja gut, dann haben wir da nichts, dann haben wir da nichts, dann haben wir da nichts. Ja, schauen wir, ob wir Scott suchen können oder ob wir Scott finden. Ne? Was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwie coole Quests, Mann? Irgendwas, was wir machen können. Bedroht. Wartet, bis die Technomancer die getarnten Agenten gefunden haben. Okay, gut. Patient. Begib dich zum Umerziehungslager. Okay. Das ist also erstmal unser nächstes Ziel, dass wir jetzt, wie gesagt, diesen Mancer finden, der etwas mit der Schrift anfangen können. So lang können wir erstmal hier nichts machen, weil so wie ich das sehe, müssen hier die anderen Mancer sich erstmal hier um den verschwundenen Soldaten hier kümmern. Ich glaube, die gute Amanda will was von uns. Amelia, reden wir mal mit dir. Zach, I need to talk to you without the others around. Something personal. No problem. It's regarding what you found in Ophir, you know? In Scott's lab, my father's mail. I've thought about it, and I figured that we should try to find the kid. Scott's son. Don't you think Scott tried everything to find his son? Besides, he risks reliving something he may not want to experience again. That boy is connected to my father's disappearance, right? That's what that woman said. And look, the mutants have an almost normal life here. Scott didn't know that the city existed before. We could set up something new. What do you think? If we find out what happened to his son, we could not just bring him back here, but also find out what my dad went to do for Scott. I'm almost convinced that he was trying to bring him back his son. All right, I'll look into it. Someone must know where to find the information regarding the new mutants. Thank you. But I don't think Scott should know about all this for now. If something happened to his kid. Anyway, you know? Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Jo gut, dann nehmen wir die gute Amalie doch mal mit und schauen, ob wir hier etwas über den Sohn herausfinden können. Nehmen dann hier den guten Phobos mit. Schau ich mal, ein passiver Bonus, 250 Gewicht, Mann, 250, dann wiegt er da mindestens so. Eigenschaften, was sind Eigenschaften? Na egal, nicht wichtig, so. So, und pack. I know much about what first-generation mutants go through, if you would like to talk. I think I know the camp Dandolo mentioned to you. It sounds like their main camp, so I wouldn't be surprised if the man you're looking for is there. And I want to go with you. Have a few things to settle there. This is important to me, Zachariah. What they do to the prisoners there is inhuman. I just want to help as many as I can. You're not telling me something, are you? I was a prisoner there once. I can't tell you what they did to me. I'm just asking you. Take me with you. I get why you'd want to free him, but it also makes me nervous about letting you tag along. If we get there and you let your emotions run away with you, it's my life you're risking too. You know me better than that. You've seen me keep my cool in the worst situations. Think about it all you want, but I'm the one who knows that camp by heart, remember? It's gonna be more dangerous for you to go in without me. Eigentlich wollte ich das jetzt auch nicht machen, aber hey, die Leute, 10.000 Menschen quatschen mich hier an. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie wir genau das hier mit Scott anfangen können, weil ich ja immer noch keine Ahnung habe, wo Scott ist. Hello, Amelia. Das ist eine blöde Quest. So, das ist eine blöde Quest, Mann. Ich brauche einen Marker, der mir sagt, wo ich ungefähr hin muss. So, schauen wir uns das hier nochmal an.
So, Scott-Zone. Finde Informationen über Scott-Zone. Ja, und wo? Und wo? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Das Einzige, was wir machen können, ist zu Dindolo gehen. Das ist immer eine Option. Der gute Dindolo weiß eigentlich immer über alles Bescheid. Und ansonsten müssen wir einfach mal hoffen, dass uns vielleicht zufälligerweise irgendjemand anquatscht. Erste Option aber immer zu Dindolo gehen. Und in das Lager, okay, in das Lager gehen wir gerne dann mit der Nisha, wenn sie will, wenn sie meint, dass das eine gute Idee ist. Ich bezweifle, dass es eine gute Idee ist, aber naja, schauen wir mal. Good morning, Zachariah. Dachte ich mir fast. Ja gut, kein Problem, meine guten Freunde. Ich marschiere einfach weiter, immer weiter vor, in der Hoffnung, dass uns mal irgendjemand einen sinnvollen Tipp gibt und immer sagt, ja, irgendwo da könnte es weitergehen oder auch nicht. So, Where is he? mutants spotted him near the shadow path. Come here. Let me show you on the map. Why would he go there? Haven't the slightest. There's an abundance outpost there. Might have been taken there by force. From what my informants told me, he looked like he was in a precarious situation. Thanks for the info, Dandolo. Owe you one. Trying to find out what happened to a young mutating man back in Ophir a few years ago. He got arrested then. After that, no one seems to know anything. You know anyone who could help me out? Ophir's administration knows all, Zachariah. Any citizen, any story you're looking for can be found packed in nice little boxes in their archives. Problem is, those archives aren't really open to the public. Might be able to find a way to sneak in, but might be easier to ask an old mutant from Abundance first. You never know. Thanks for the thought. Not a bad idea. Zachariah, your help would be indispensable once more. I'm listening. We need weapons because we will have to defend ourselves. My extraction operations have come to a full stop ever since the ASC arrested my mother. I got in touch with a man who can sell us military surplus, but he will not do business with a mutant. That is why I need your help. I would like you to come with me dressed as a merchant from Noctis and pretend you are one. I hope that you can buy his equipment from him without us knowing the purchase's real purpose. What do you think? Can't help him right now. I gotta finish the stuff I've already started for others. Alle wollen was von mir. Ich dachte es vielleicht in meinem jugendlichen Leichtsinn, dachte ich jetzt vielleicht, dass der Phobos, weil der war ja auch ein Mutant, den es schon einige Zeit hier gibt in Noctis, dass er vielleicht etwas weiß. Aber hey, dann halt nicht. Ja gut, dann scheißen wir halt drauf. So, ich habe immer noch keine Ahnung. Wir haben schon wieder viel zu viele Quests, Mann. Aber mich interessiert es wirklich mit Scott und ich würde das sehr gerne klären mit ihm und hier seinem Sohn. Und deswegen müssen wir das jetzt mal angehen. Komm, so viel Zeit muss sein. Und Nisha, irgendwann werden wir hier da hingehen. Dann nehme ich die auch mit, Mann. Da wird wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passieren und die wird dann amok laufen. Aber damit kann ich schon nehmen. So, das ist das Umerziehungslager. Da kommen wir eh nicht mehr hin. Da sind wir. Das war die Marines. Das ist die Schlucht. Und da müssen wir das Archiv finden. Wo ist es? Kann mir nur ungefähr bitte jemand einen Tipp geben, wo das ist? Ist es in der Oberstadt? Ist es in der Unterstadt? Ist es in der Mittelstadt? Ist es... Ich sehe schon, komm, ich werde jetzt wieder durch die Oberstadt laufen, 10.000 Feinde besiegen und kein einziger kann mir irgendeinen Tipp geben, wo das ist. Aber egal, Leute, Mann. Ich habe meine schöne Serumspritze, Mann. Ich saug euch allen alles aus. Mit etwas Glück, wenn wir Glück haben, dachte ich mir fast. Ja, oder warte mal. Ich schaue kurz, weil die Aufgänge, es gibt jetzt Aufgänge zu den Slums und Aufgänge zu der Börse. Das ist der Frachtbereich, das interessiert mich nicht. Okay, also es ist schon mal in der Oberstadt, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder dorthin, wo diese ekligen Schabenviecher sind. Das ist schon mal sehr gut. Und dann, wenn wir Glück haben, und natürlich sind sie wieder nachgespawnt, weil die ploppen. Ey Leute, Mann, vor 2 Parts waren wir hier, vor 2 verkackten Parts, Mann. Ich hab keinen Bock. Ich mache euch alle, Mann. Ihr kriegt so viel ab, wie ihr wollt, Mann. Ich malträtiere euch, Mann. Wenn ihr unbedingt wollt, Mann. Kein Ding, Mann. Bam, und tritt mal dich. Und tritt mal dich nochmal, Mann. So. So, Phobos raged da auch rum, Mann. Macht das Ding platt, Mann, ey. Phobos, 2 Hiebe, Mann. So.
Ich habe schon das Gefühl, er ist ein wenig stärker als Amalia. So, das ganz kleine Gefühl. Wenn ich die Gegner wirklich alle 5 Sekunden nachspawnen würde, Mann. Das macht so keinen Bock, Mann, hier in diesem scheiß Untergrund zu sein. Weil, Leute, wir waren vor, ich sag mal, 2 Parts hier. 3 Parts. 2 Parts, glaube ich. Und immer, jedes einzelne Mal, spawnen diese ekligen Viecher nach, die Soldaten, ne? Ich meine, klar, Erfahrung ist immer nett, aber die geben ja nicht immer so viel Erfahrung. Aber egal. Schlagen wir halt schon wieder alle tot. So, jetzt gehen wir da hoch. Und was ist, wenn wir da oben sind? Ich gebe euch einen Tipp. Es kommen Soldaten. So, laufen wir da hin. Gehen wir da hin. Und wenn ich jetzt hier hingehe. Was ist da? Soldaten. Juppie. Duppie. Du, so, Nummer 1. Da kam wieder hier mein ultimativer Move, Mann. Aua. Sag, kriegst du erstmal einen Tritt an den Kopf. So. Bam. So, was kämpft ihr euch da die Treppen so runter, Mann? Das macht man so, Mann. Ist Melee tot? Gut möglich. Gerade haben wir schön Glück mit dem Betäuben, Mann. Jeder Schlag ist fast ein Betäuber. Sehr gut. Aber jetzt sterben wir ja noch, oder? Das wäre noch geiler. So. Für Treppe zu kämpfen ist gar nicht mal so leicht. Ist Phobos auch tot? Das wäre traurig, Mann. Also Phobos, der kann nicht sterben, Mann. Der hat 5-mal so viel Leben wie ich, Mann. Kaum Phobos, Rage ihn einfach tot, Mann. Leg die einfach auf ihn drauf, komm. Genau. So, die haben jetzt schon wieder sehr viel Probleme gemacht. Ich sage ja immer wieder, bis zum Ende des Spiels wird es wahrscheinlich so sein, dass er unseren Standardgegner eigentlich voll leicht töten kann, weil er einfach nur 3 Schläge, Standardschläge braucht. So, okay, alles mitgenommen und dann zum Aufzug. Nee, nicht zum Aufzug, zum Aufgang. So, immerhin keiner von diesen schwer bepanzerten Typen. Die sind immer echt nervig zu bekämpfen. So, dann wandern wir wieder da hoch. Wir sind diesen Weg ungefähr 2000 Mal jetzt schon hochgegangen, aber wir laufen ihn auch gerne 3000 Mal hoch. Kein Problem. Das Einzige, was mich immer nervt, sind die Ladezeit, Mann. Ich sag's immer wieder, Mann. Also, besonders die. Ich weiß nicht, Mann. Von ganz unten nach ganz oben, Mann. Das ist, da herrscht schon ein Druck. Ihr versteht schon, das ist... Die Ladezeit, wenn ich von Noctis nach so 4 reize, ist viel geringer als die Ladezeit, wie wenn ich vom Untergrund in die Börse gehe. Das ist so nervig, Mann. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie wir da jetzt reinkommen sollen, aber hey, wir werden das schon irgendwie managen, oder? Wir haben schon viel Schlimmeres gemanagt. So, wo ist denn das jetzt nun genau? Wehe, du sagst mir jetzt, das Archiv ist irgendwo da hinten, Mann. So klar, du Dreckspiel, Mann. Ja gut, Leute, dann hat sich das schon wieder erledigt, Leute. Ich werde jetzt ganz kurz ausgehen dahinter laufen. Wir müssen jetzt erstmal wieder raus und dann müssen wir auf die andere Seite laufen. Das ist ein bisschen unnötig. Aber das mache ich kurz ausgehen und dann bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich. Ich war's, euer Sinistre Fraktionen. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.